Also, wie funktioniert das? Erstmal Hier reinstecken. nein. Ja. Guten Morgen aus Los Angeles. Wir fahren heute nach Vegas. Es ist Montag. Wir bleiben Montag, Dienstag und Mittwoch in Vegas. Wir haben gerade getankt. Ich habe jetzt zum ersten Mal in den USA getankt. Das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Genau, und es ist cool, dass man hier eben erst zahlt und dann tankt. Somit ist alles erledigt. Wenn man getankt hat, muss ich nochmal reinlaufen in die Tankstelle und bezahlen. Jetzt haben wir getankt. Melvin holt uns gerade noch ein paar Getränke und dann geht's auch schon los. Wir werden 3 Stunden 45 Minuten brauchen und ich nehme euch dann natürlich mit auf unseren kleinen Roadtrip. Kurzer Zwischenstopp im Chick-fil-A. Wir haben Hunger. Und ich glaube, ich werde mir jetzt das Chick-fil-A Breakfast anschauen und mal vielleicht das Frühstück ausprobieren. Mal sehen. Hier, wo wir gerade sind, gibt es natürlich wieder voll viele Läden hinten. Aber wir gehen jetzt trotzdem zu Chick-fil-A. Okay, das ist mega klein. Chicken Biscuit, Frühstück und Hash Browns. Und O-Saft. So, das Frühstück war echt mega wenig. Also dieser Chicken Biscuit war echt ganz, ganz klein und die Preise waren aber eigentlich gleich wie bei den normalen Mittagsmenüs. Aber es hat trotzdem so lecker geschmeckt. Sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal so ein American Biscuit probiert. War sehr gut. Und dann fahren wir jetzt auch direkt weiter. Auf dem Weg nach Vegas haben wir uns dann entschieden, einen kleinen Zwischenstopp beim Peggy Sue's 50s Diner einzulegen, um etwas zu essen. Das Diner ist aus den 50er Jahren und ist auch immer noch im Stil der 50er Jahre gehalten. Die Servicekräfte dort sind auch im Stil der 50er Jahre angezogen. An der Wand seht ihr Bilder von berühmten Persönlichkeiten, die in diesem Diner schon mal essen waren. Also ich kann es euch wirklich nur sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen, wenn ihr zwischen Nevada und Kalifornien reist. Wenn ihr die Interstate 15 nutzt, dann werdet ihr auf jeden Fall an dem Diner vorbeifahren. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, hier einen Zwischenstopp einzulegen und mal so ein typisch amerikanisches Restaurant, ein typisch amerikanisches Diner zu sehen und hier was zu essen, was zu trinken. Ich habe mich für das Tina Turner Tuna Sandwich entschieden. Es war ganz okay. Es war jetzt nichts Weltbewegendes, muss ich sagen. Aber allein da zu sitzen und die ganzen Eindrücke zu sehen und wie das dekoriert ist und wie das wirklich immer noch im 50er-Style gehalten ist, das lohnt sich auf jeden Fall. Plant euch auf jeden Fall diesen Zwischenstopp ein. Hier seht ihr, wie wir schon fast in Las Vegas angekommen sind. Also es ist wirklich so krass. Man verlässt Los Angeles County und dann fährt man bis nach Vegas durch das Nichts. Also da ist wirklich alle paar Meilen vielleicht eine Raststätte und eine Tankstelle, aber sonst einfach nichts. Und auf einmal sieht man einfach die ganzen Gebäude. Und dann sind wir auch schon im Hotel Horseshoe angekommen, nach 3,5 Stunden Fahrt und ungefähr eine Dreiviertelstunde Check-in. Ich habe wirklich noch nie so lang für ein Check-in gebraucht in einem Hotel, aber wir waren dann ziemlich froh, dass das Zimmer wenigstens gut aussah und ganz groß war und wir nur $24 für 3 Tage und 2 Nächte gezahlt haben. Aber zu der eigentlichen Geschichte mit den Hotelgebühren komme ich später noch. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht, wir haben uns fertig gemacht und haben dann ein bisschen den Vegas Strip erkundet. Ich habe früher immer gehört, dass der Vegas Strip tagsüber nicht so cool sein soll. Also mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es mega geil, wie das dort alles aussah. Es war gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es war alles viel größer, viel weitläufiger. Man benutzt Rollen
Rolltreppen irgendwie, um über die Brücke zu gehen, also um Rolltreppe hoch, Brücke rüber und Rolltreppe runter. Man kann an manchen Orten gar nicht die Straße überqueren. Es war jetzt nicht so überfüllt, wahrscheinlich weil wir unter der Woche da waren. Das war auch ziemlich gut. Es war mega heiß, also 30, 35 Grad waren es. Und wir sind ja mitten in der Wüste, also sehr, sehr trocken. Aber alles in einem hat mich Vegas direkt vom ersten Augenblick an komplett geflasht. Wir sind gerade im Walgreens und suchen nach Getränken. Hier gibt es einfach so ein Walk-in Beer and Ice. Und wenn man da reingeht, ist hier das ganze Bier, die alkoholischen Getränke und es ist arschkalt hier drin. Es ist richtig, richtig kalt hier drin. Also, sowas habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Mega geil. Was ist das? Es ist mega kalt hier drin. Ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Kühlbox. Okay, ich musste jetzt da raus. Es war einfach viel zu kalt da drin. Ich habe mich jetzt für dieses Getränk entschieden. Ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber Mango-Geschmack und ich liebe Mango. Ja, deswegen werde ich das jetzt trinken. Und das habe ich irgendwo bei TripAdvisor gelesen, dass man sich alkoholische Getränke, Bier, Wein und so weiter im Walgreens kaufen soll in Vegas. Da ist es nämlich günstiger und man darf hier auch ja, in der Öffentlichkeit mit alkoholischen Getränken rumlaufen. Das darf man ja in den meisten US-Städten nicht. Und man kann damit auch in die Casinos rein. Und da muss man nicht überteuertes Bier oder überteuerten Wein oder so kaufen. So, Tag 2 in Vegas. Ich mache mich jetzt erstmal alleine auf den Weg. Melvin geht es nicht so gut. Aber ich habe gesagt, ich will jetzt trotzdem ein bisschen die City erkunden. Deswegen gehe ich jetzt erstmal alleine los. Und es ist die perfekte Gelegenheit, um ein bisschen mehr zu vloggen. Weil es ist wirklich schwer, wenn man gerade zu zweit einfach ja, sich alles anschauen möchte und dann noch parallel vloggen möchte. Wir sind im 7. Stock im Horseshoe Hotel. Und jetzt fahren wir runter. Wir haben hier sogar eine Pool Area. Aber Leute, das ist so fucking teuer. Also so eine Poolliege kostet hier $65. Und das ist sogar noch sehr günstig, weil es gibt hier auch Poolliegen für so $150 oder $200. Und kaum in der Lobby angekommen, ist hier erstmal das Casino. Also die Lobby ist quasi das Casino. Hier gibt es auch Restaurants unten. Also ich habe mir das einfach ganz anders vorgestellt, aber es ist einfach krass. Es ist einfach so ein Spieleparadies für Erwachsene. Es gibt hier sogar auch Arcade-Spiele, Bowling, also wirklich alles. Und es ist heute einfach mega, mega heiß. Also es sind 35 Grad, es ist mega warm, aber zum Glück kann man eben durch die ganzen Hotels laufen, um zu den verschiedenen Orten zu kommen und die sind natürlich alle klimatisiert. Ich laufe jetzt zum Strip, ich hoffe, ihr könnt mich hören, ich laufe gerade zum Strip. Es ist echt sehr heiß. Und dann zeige ich euch mal, wie es in den verschiedenen Hotels aussieht, die ganzen Casinos. Wir haben gestern auch ein bisschen gespielt und es gibt hier wirklich sehr viele Scams. Also man muss aufpassen, dass man sich nicht dazu überreden lässt, mit irgendwelchen Leuten Bilder zu machen oder so, weil die verlangen dann natürlich Geld, wenn du Bilder mit denen gemacht hast. Gestern sind wir da hoch und dann darüber gegangen, also da ist das Bellagio Hotel und wir sind dann darüber gelaufen, über die Rolltreppen kann man das dann einfach machen. Aber wir laufen heute mal in die andere Richtung, damit ich auch mal die andere Richtung von dem Strip sehe. Also hinter mir ist das Bellagio, das Paris Hotel und jetzt laufen wir Richtung Flamingo. Hier sind auch sehr, sehr viele Beachpartys, beziehungsweise Poolpartys. Die sind aber, ja, also man muss überall Eintritt bezahlen und viele Hotels haben auch eigene Clubs, auch mit sehr vielen Star-Auftritten. Also in unserem Hotel war zum Beispiel Gucci Mane gestern oder vorgestern. Ja, und dann kann man da eben in den Club reingehen und ein kleines Konzert genießen. So, wir sind jetzt hier in dem Flamingo Hotel.
hier waren wir tatsächlich noch nicht und man kommt direkt in ein Casino rein. Und es ist toll, weil es ist hier klimatisiert. So sieht das dann aus. Also für jeden etwas dabei. Und ich meine, das hat auch rund um die Uhr geöffnet. Also irgendwo ist immer was los. Jetzt laufen wir aber wieder raus, weil wir wollen ja ein bisschen was von der Stadt auch sehen und von dem Strip. Und es ist hier wirklich alles so groß. Also ich habe das echt unterschätzt. Ich dachte, es wäre einfach nur so eine kleine Straße, wo man easy peasy rauf und runter laufen kann. Aber es ist doch sehr, sehr weitläufig alles. Da haben wir das Caesars Palace. Und überall immer diese riesigen Poster mit Werbung dran. Und jetzt laufen wir wieder durch ein Casino. Also wir könnten auch jetzt die Straße überqueren und über die andere Straßenseite laufen, aber wir laufen jetzt erstmal so rum und dann überquere ich die Straße und laufe wieder zurück und zeige euch dann die andere Seite. Jetzt laufen wir ins The Link, heißt es glaube ich. Und man läuft eben wieder in so ein Casino rein. Wir sind jetzt wieder draußen. Also ich finde, es sieht alles so mächtig aus. Und durch die Palmen hat das alles nochmal so einen extra Charme. Wie ihr sehen könnt, es gibt hier auch das berühmte Nobu-Restaurant, was es auch in Malibu gibt. Da gibt es sehr teuren Fisch, wo auch viele Stars essen gehen. Und ich habe gehört, also ich weiß nicht, ob das safe ist, aber ich habe gehört, dass man, wenn man die Automaten nutzt, die am Eingang der Hotels sind oder am Ausgang, dass man da wohl höhere Chancen hat zu gewinnen. Wahrscheinlich sind die so programmiert, damit man dann eben da so Glücksgefühle bekommt und dann eben weiter reingeht, wenn man dann erstmal was gewonnen hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. So, wir laufen jetzt immer weiter nördlich. Wir sind auch wirklich sehr zentral hier und haben hier direkt alles vor unserer Nase quasi. Also ich kann das Hotel Horseshoe wirklich sehr empfehlen. Ich habe mich übrigens... Jetzt hört ihr mich wahrscheinlich nicht. So, was ich eigentlich gerade sagen wollte ist, ich habe mich leider nicht so gut informiert über Vegas, bevor wir hergekommen sind. Und wir haben echt ein sehr, sehr gutes Schnäppchen bekommen für das Horseshoe Hotel. Wir haben nur $24 bezahlt für 3 Nächte für 2 Personen. Aber vor Ort zahlt man noch eine Resort-Fee, also eine Gebühr dafür, dass man die Casinos und so weiter nutzen kann, von $50 pro Tag. $50 pro Tag. Ich wusste das nicht. Also echt mega teuer. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte am Anfang, die muss man gar nicht zahlen, aber irgendwie muss man das schon. Ja. Macht's besser als ich und informiert euch, bevor ihr irgendwo hingeht. Aber Vegas ist auf jeden Fall ein Must-See. Wir sind jetzt gerade hier beim Venetian. Hier sieht also alles aus wie Venedig. Also jedes Hotel hat hier quasi so ein Theme. Und es ist also schon wirklich sehr, sehr cool gemacht. Aber ich würde sagen, wir überqueren jetzt die Straße und laufen auf der anderen Seite wieder zurück, weil es einfach sehr, sehr heiß hier ist und ich es nicht mehr aushalte, draußen rumzulaufen. Ach, es ist grün, perfekt, wir laufen schnell rüber. So, wir laufen jetzt hier rüber, wir warten jetzt darauf, dass es grün wird. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil es ist schon sehr, sehr windig hier. Es dauert immer eine Ewigkeit, bis die Ampeln grün werden. Wenn man jetzt weiter nach da laufen würde, dann würde irgendwann ganz, ganz hinten das Stratosphäre Hotel kommen. Aber wir laufen jetzt mal wieder zurück und dann zeige ich euch mal das Bellagio. Ich hoffe, dass die Wassershow auch bald zu sehen ist, dann kann ich die euch auch mal zeigen. So, wir haben es geschafft, wir sind jetzt drüben. Wie ihr seht, ist es ein bisschen windig, es ist aber ganz gut, weil es so heiß ist. Und auf dieser Seite ist jetzt tatsächlich weniger los. Also hier sind jetzt auch keine Läden oder so, wo dann laut Musik kommt oder sowas. Dafür sieht man hier die ganzen Fontänen und so. Und es gibt natürlich hier mega viele Shows, Burlesque-Shows, Musik, Konzerte,
Zaubershows auch, so Mind-Sachen und sowas, wo die deinen Gedanken lesen und so. Also schon sehr, sehr witzig. Man muss hier aber schon mit viel Kohle herkommen, weil es kostet natürlich alles. Wie gesagt, auch die Poolpartys und so, das kostet alles Geld. Das ist das Mirage Hotel. Und da vorne wieder das Caesars Palace. War das Caesars Palace nicht sogar das Hotel, wo Hangover gedreht wurde? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und Fun Fact, die Hotels haben hier keine Balkone. Außer ein Hotel, ich weiß gerade nicht welches, haben die Hotels keine Balkone. Man kann die Fenster auch nicht aufmachen, aus Sicherheitsgründen. Heißt, wenn ihr Raucher seid oder sowas und auf eine Kippe braucht, dann müsst ihr gucken, dass ihr euch ein Hotel nehmt, wo ihr dann eben einen Balkon habt. Es gibt wie gesagt nur eins. Ansonsten haben die Hotels hier gar keine Balkone. Wir sind übrigens mit unserem Mietwagen hergekommen. Kann ja auch von LA hierher fliegen. Aber weil wir einen Mietwagen hatten, haben wir gesagt, fahren wir einfach her. Es hat 3,5 Stunden gedauert. So, ich laufe jetzt einfach rüber. Und geparkt haben wir dann beim Paris Hotel. Kostet dann eben auch $20 pro Tag. Also das darf man auch nicht vergessen, mit einzurechnen, dass man eben Parkgebühren zahlen muss. Gerade wollte mir ein Fake-Mönch oder Buddhist, wie auch immer, ein Armband andrehen. Das ist ja auch ein bekannter Scam. Die geben dir dann Armband, du denkst, oh wie süß, gratis Geschenk, aber danach wollen sie eine Spende dafür haben. Also passt da auf jeden Fall auch auf. So, wir sind jetzt wieder auf Höhe vom Caesars Palace. Als nächstes kommt dann, wenn ich mich nicht irre, das Bellagio, also rechts von uns. Hier gibt es dann natürlich auch das weltberühmte Restaurant Hell's Kitchen von Gordon Ramsay. Es gibt hier mehrere kleine Restaurants von ihm, aber ich schätze mal, dass das hier so das Hauptrestaurant ist, das man so kennt, ne? Und hier haben wir dann schon das berühmte Bellagio Hotel erreicht. Ich muss jetzt über die Rolltreppen rüber nach links und dann sind wir auch schon direkt bei dem Brunnen, bei der Wassershow. Hier kann man nämlich nicht die Straße überqueren, hier muss man so eine Rolltreppe nehmen. So, oben angekommen geht man dann hier über die Brücke und gelangt dann zur anderen Seite. Und wir laufen jetzt hier wieder durch das Hotel. Also man kommt direkt zum Hotel, also in das Hotel rein. Und hier sind dann auch direkt so Shops, Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton. Das Horseshoe ist wie gesagt unser Hotel. Man kommt dann direkt in das Hotel oder direkt zum Bellagio oder zum Caesars Palace. Aber wir wollen ja auf die andere Seite kommen. Deswegen nehmen wir jetzt wieder die Rolltreppen runter und gelangen dann direkt zur Fontäne, zum Brunnen, zum wie auch immer man das nennt, wo dann die Wassershow ist. Das sieht man dann auch direkt hier. Laufen wir raus und laufen dann da entlang. Und da wären wir dann auch schon. Die Wassershow, die ist wochentags halbstündlich bis 18 Uhr und ab 18 Uhr alle 15 Minuten. Und es ist wirklich riesengroß. Also ich habe die Show noch gar nicht gesehen. Ich hoffe mal, dass ich sie heute Abend erwische. So, und da sind wir auch schon am Ende. Jetzt müssen wir wieder kurz über die Straße, um so ein Stück vom Strip abzulaufen. Also wirklich nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Haben wir jetzt schon so 20 Minuten gebraucht, um einmal rüber und dann wieder zurückzulaufen. Also es ist wirklich, wirklich riesig. Und tagsüber, Leute, besorgt euch irgendwie einen Sonnenhut, eine Mütze, irgendwas, weil die Sonne knallt. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Nehmt auf jeden Fall eine Sonnenbrille mit, tragt den Sonnenschutz auf, damit ihr euch nicht verbrennt. Weil die Hitze ist ja echt kein Spaß. Die Sonne knallt wirklich sehr. So, wir werden jetzt gleich dann da reinlaufen. Das ist direkt beim Planet Hollywood.
und dann laufen wir durch die Hotels zurück, um ja, die Klima ein bisschen zu genießen. Dann können wir einmal da reinlaufen, das sind dann glaube ich direkt die Casinos, oder da bei den Shops. Ich habe mich aber jetzt dafür entschieden, dass wir direkt in die Casinos reinlaufen. Hier sind natürlich immer Leute, die Musik spielen. Wir laufen jetzt direkt hier rein. Und wenn man dann aus dem Casino rausläuft, ist man immer noch drinnen, und zwar in einer Art Mall, also wo eben Läden sind, Restaurants, Bekleidungsshops, ABC Stores und so weiter. Also dann kommt ihr direkt zu den Läden. Hier ist jetzt ein weniger schöner Part. Da ist gerade, ja, wird gerade irgendwas gebaut oder so, aber es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und dann kommt man hier wieder direkt in den nächsten Teil mit dieser Decke, die aussieht wie ein Himmel. Und hier sind dann wieder ganz, ganz viele Shops. Hier ist auch ein sehr bekanntes Restaurant. Da ist auch Happy Hour von 15 bis 18 Uhr oder 17 Uhr unter der Woche. Und da hinten auch die bekannte Showgirl Bar. Ihr müsst hier dann einfach gucken, wenn ihr zu einer Happy Hour wollt, wann die sind bei den verschiedenen Bars und Lokalen. Aber eigentlich meistens, hier steht es jetzt auch wieder, 3 Drinks für $15. Von 15 Uhr bis 17 oder 18 Uhr, von Montag bis Freitag meistens. Wochenende weiß ich es nicht, weil wir sind halt nur Montag bis Mittwoch jetzt hier. So, ich gehe jetzt zurück ins Hotel. Wir sind jetzt etwas mehr als eine Stunde rumgelaufen. Und wie gesagt, das war jetzt wirklich nur ein Bruchteil des Trips. Wir gehen jetzt aber mal zurück, ruhen uns kurz aus und dann nehme ich euch später wieder mit beim Essen und heute Abend mal gucken, was wir heute Abend so machen. Und schon sind wir zurück im Hotel. Ich gehe jetzt zum Aufzug und dann fahre ich hoch in unser Zimmer. Wir sind dann abends natürlich nochmal losgegangen. Hier bei dieser Coca-Cola-Flasche kann man übrigens sehr günstig Geld abheben. Also macht das nicht in den Casinos. Lauft zu dieser Coca-Cola-Flasche gegenüber vom New York Hotel und hebt hier euer Geld ab für ganz geringe Gebühren, statt $15-20 zu bezahlen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben uns dann entschieden, eben den südlichen Teil des Strips ein bisschen zu erkunden. Den hatten wir nämlich noch gar nicht gesehen. Und Leute, wir sind an dem Abend 18.000 Schritte gelaufen. 18.000 Schritte. Zieht euch auf jeden Fall bequeme Schuhe an, denn irgendwann tun eure Füße weh. Aber es lohnt sich. Vegas ist einfach so, so schön. Die Casinos sind toll, die Hotels sind riesengroß und wunderschön. Jedes einzelne Hotel hat einfach etwas Magisches an sich. Und ich denke, jeder muss in seinem Leben einmal diese Stadt gesehen haben. Die berühmte Wassershow beim Bellagio Hotel mussten wir natürlich auch sehen. Abends ist die natürlich 10-mal schöner als tagsüber mit den ganzen Lichtern und dann spielt da schöne Musik und ja, das Wasser bewegt sich quasi zur Musik. Da kann man tolle Fotos machen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und muss man einfach gesehen haben. Am nächsten Tag war für mittags schon die Abreise geplant, aber wir wollten uns das berühmte Vegas nicht entgehen lassen und da natürlich ein paar Bilder schießen als Erinnerung. Guten Morgen, heute ist Mittwoch. Wir waren jetzt gerade beim Las Vegas Sign. Ja, Las Vegas Sign am Anfang des Strips. Da wurde auch gerade irgendwas gefilmt. Wir konnten aber trotzdem von der Seite dann Bilder machen. Und das Witzige ist, also da gibt es eigentlich direkt Parkplätze vor dem Sign. Die sind aber sehr überfüllt, also man braucht da, glaube ich, Glück, um dann einen Parkplatz zu bekommen. Wir haben etwas weiter vorne geparkt, so 300, 400 Meter weiter vorne. Da gibt es gratis Parkplätze bei so einem, es ist ein Restaurant, bei so einem Grill und Golfclub. Da kann man gratis parken und dann läuft man halt die 3-4 Minuten vor. Wir haben ausgecheckt und jetzt fahren wir wieder zurück nach LA. Da vorne haben wir geparkt
und da hinten ist das sein. Also es ist wirklich nicht so weit. Dann ging es für uns auch schon zurück nach LA, wo wir eine weitere Woche geblieben sind, bevor wir zurück nach Deutschland geflogen sind. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich, um keine Videos mehr zu verpassen. Lasst mir auch gerne einen Kommentar mit Feedback da. Ich danke euch, dass ihr das Video angeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal.